Es war einmal ein Album, das nicht sein dürfte. 1963, auf dem Höhepunkt seines Ruhms, nahm Elvis Presley im RCA Studio B in Nashville 14 Songs auf. Diese 14 Songs sollten ein brandneues Studioalbum werden, doch die Öffentlichkeit sollte dieses brandneue Elvis-Album erst 27 Jahre später hören. Dieses Video lüftet die Geheimnisse hinter dem sogenannten Lost Album. Von den Aufnahmesessions über die Gründe seines Verschwindens bis zu späteren Neuauflagen. Alles das in meiner neuen Episode. Here's Elvis Presley. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Es ist wieder einmal Sonntagabend oder wann immer ihr das Video schaut. Toll, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Bevor wir aber jetzt zu diesem Album kommen, möchte ich euch noch einen Tipp geben. Es wird im Januar zu Elvis 91. Geburtstag in Bad Nauheim wieder ein spannendes Event geben. Ich blende euch mal ein, was euch im Januar in Bad Nauheim erwartet. Ich bin Miro Kester von den Colomboys der Elvis Vinyl Tanzparty. Und zwar geht es auch hierum, um unsere erste Bad Nauheim Elvis United, ganz neu. Und zwar bestehend aus dem Theater am Park, von den Getas und von der Elvis Presley Gesellschaft zum 91. Geburtstag von Elvis Presley. Hier habt ihr die Möglichkeit, vom 8. Januar bis zum 11. Januar verschiedene Angebote wahrzunehmen. Theater am Park, wie zum Beispiel Emilio Santoro, oder bei den Getas Mike Bender, D.W. King, Aaron King, Dominik Möws, um nur ein paar davon zu nennen. Und wer möchte, kann ab 21 die Grand Class A, Elvis Presley, Meister aller Titel, für den sind wir nämlich da, erleben, auf Vinyl von 21 Uhr bis 2 Uhr morgens, sowohl am Freitag als auch am Samstag. Kommt vorbei, lasst uns feiern. Bad Nauheim muss zusammenhalten, das ist sehr, sehr wichtig, und gerade der Geburtstag ist für viele, viele Leute ein Treffen, Ort der Begegnung, dass man sich austauschen kann und einfach mal zusammen eine schöne Zeit verbringt. Ich bereite mich auch gerade vor, und zwar habe ich hier die neue Scarem LP, da freue ich mich auch, von FTD. Die wird natürlich angespielt, da werde ich einige Stücke von spielen, ein paar neue Mixe und so weiter. Seid gespannt, was alles kommt. Bis dann, euer Miro. So, aber jetzt zur heutigen Show. 1963 war Elvis Presley ein Superstar, doch seine Karriere lag fest in der Hand von Colonel Tom Piker und der Filmindustrie. Soundtrack-Alben wie Fun in Acapulco oder Kissin' Cousins verkauften sich millionenfach, während reine Studioalben mit Elvis-Musik sich weniger gut verkauften. Dennoch wünschte sich Elvis Abwechslung, vor allem qualitativ gute Abwechslung, und rief sein A-Team der Nashville-Musiker zusammen, um gemeinsam ins Studio zu gehen für ein neues Album. Am 26. und 27. Mai 1963 betrat der King of Rock'n'Roll das Studio B von RCA in Nashville. Die Besetzung war beeindruckend. Scotty Moore, Harold Bradley und Grady Martin an den Gitarren, Bob Moore am Bass, TJ Fontana und Buddy Harman an den Drums. Hinzu kam noch Floyd Kramer am Piano und kein geringerer als Homer Boots Randolph am Saxophon. Produzent Steve Scholz und Toningenieur Bill Porter fingen diese 14 Songs ein im Zweispurverfahren. Es wurde live gemixt, es wurde ein Grundsetup gemacht, die Instrumente und die Stimmen wurden ausgesteuert und es wurde live auf Band mitgeschnitten in einer fertigen Abmischung im Zweispur-Tonverfahren. Es gab auch keine Overdubs, so wie es im Studio erklang, wurde es live gemixt. Dadurch erhielten diese Songs eine unglaubliche Frische und Authentizität, die wir auch heute noch hören können, vor allem wenn wir, ich werde später darauf zu sprechen kommen, uns Alternativ-Takes oder eben von den Studio-Sessions Mitschnitte anhören, wo man das alles live erleben kann. Kraftvoll, frisch, authentisch. Unter den aufgenommenen Titeln waren Balladen wie Love Me Tonight, Love Me Tonight, Let me feel your lips on mine,
mit Tempo-Nummern wie Finders, Keepers, Losers, Weepers. Finders, keepers, losers, weepers. I won't weep and I won't moan. Und eine großartige Hitsingle wurde ebenfalls aufgenommen, You're the Devil in Disguise und Please Don't Drag That String Around als B-Seite. You're the devil in disguise. Oh yes you are. Noch 1963 kam diese Single auf den Markt und wurde ein Riesenhit für Elvis. Der Rest des Albums verschwand erstmal in den Archiven. Als dann im Januar 1964 weitere Pläne für eine Veröffentlichung dieses Albums auftauchen, ging Elvis noch einmal ins Studio, denn er war unzufrieden mit den Aufnahmen von einigen Songs. Die Besetzung blieb ähnlich, doch diesmal war der junge Ron Steele als Toningenieur an den Reglern, während der erfahrene Gitarrist Chet Atkins als A&R fungierte. Elvis nahm zunächst eine neue Version von dem Chuck Berry-Hit Memphis, Tennessee aus dem Jahr 1959 auf. Der ursprüngliche Take hatte ihm nicht gut gefallen. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Und man muss sagen, im Vergleich zum neuen Take, dass der neue Take tatsächlich einfach sauberer, organisierter klingt als der ursprüngliche Take. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Wenngleich ich auch anfügen möchte, dass die Elvis-Fassung von Memphis, Tennessee, so meine ganz persönliche Meinung, nicht mein Favorit dieses Liedes ist. Ich halte immer noch die Fassung von Johnny Rivers, gibt es eine externe Live-Fassung, für die gelungenste Version von diesem Lied. Was mich an der Elvis-Fassung etwas stört, ist nicht Elvis, sondern es ist das Gitarrensolo. Es ist abgehackt, es ist kurz gespielt, während bei Johnny Rivers wir ein schön breit gespieltes Rock'n'Roll-Gitarrensolo in der Mitte haben, gefällt mir persönlich besser. Weiterhin nahm Elvis eine englische Fassung eines italienischen Volksliedes auf. Das Volkslied hieß Io im Italienischen und daraus wurde der Elvis-Hit Ask Me. Io sono io, proprio io, vicino a te. Ask me if I wanted to caress you, and I'll confess. Zudem entstand noch eine weitere großartige Ballade, wie ich zumindest finde, It Hurts Me. Jerry Jackson hatte diesen Song vor Elvis aufgenommen, aber nicht veröffentlicht. Möglicherweise hat Elvis den Song als Demo gehört und hat ihn dann aufgenommen. Der Song It Hurts Me. It hurts me to see him treat you the way that he does. It hurts me to see you sit and cry. It hurts me to see him treat you the way that he does. Und dieser Song wurde auch tatsächlich wieder als Single ausgekoppelt. Nun stellt sich die Frage, warum verschwand dieses Album? Dieses Album beinhaltet großartige Songs. Ganz einfach, Colonel Tom Piker war, wie wir ihn kennen, an einer Gewinnmaximierung orientiert und es war einfach Fakt, das kann man nun bedauern oder gut finden, wie auch immer. Die Soundtrack-Alben von Elvis verkaufen sich deutlich besser als reine Studioalben. Man hätte im August, wo normalerweise eine Elvis-Platte erschien, ohne weiteres dieses Album veröffentlichen können in seiner ursprünglichen Form, aber man entschied sich dagegen, man entschied sich stattdessen für ein Compilation-Album Elvis Go to Records Volume 3, ein Sampler mit großartigen Hits der frühen 60er Jahre, keine Frage, vielleicht eine der besten Elvis-Platten, die es überhaupt gibt. Die erschien im August 63, das neue Studioalbum war weiterhin auf Eis gelegt. Nun hatte man natürlich die Songs und bei manchen Film-Soundtracks reichten die Filmsongs nicht aus. Was machte man? Man füllte die Alben auf, wir kennen es alle, mit Songs aus diesen Sessions, die dann als Bonus-Songs, als Beigabe zugegeben wurden. Man könnte jetzt böse sein und könnte sagen, das Album wurde verramscht und da liegt man eigentlich gar nicht mal so falsch.
denn in seiner Gänze und seiner Abwechslung und in seiner Zusammenstellung blieb das natürlich völlig unklar, denn wenn immer nur einzelne Songs als Bonussongs auf einem Soundtrack-Album landen, dann kann man das Album in seiner Gänze gar nicht entsprechend würdigen. Bis zur erneuten Session im Januar 1964, als Elvis noch einmal ins Studio ging, er hatte die Hoffnung an diesem Album noch nicht aufgegeben, waren dann aber bereits sämtliche Pläne, diese Session als Album zu veröffentlichen, komplett ad acta gelegt. 1990, 27 Jahre später, startete dann RCA eine Kampagne, die nannte sich Elvis in the 90s. Und im Rahmen dieser Kampagne kamen die beiden RCA-Mitarbeiter Chick Crumpector und Ernst Michael Jürgensen, der ja heute noch für den Elvis-Katalog verantwortlich ist, auf die Idee, doch dieses damals missachtete Album als solches neu zu veröffentlichen. Sie stellten ein Album zusammen, das den Titel trug For the Asking, also der Nachfrage wegen, The Lost Album. Crumpector fungierte dabei als digitaler Produzent, Ernst Michael Jürgensen übernahm die Zusammenstellung der Songs, sodass es ein stimmiges Album ergibt, und Tontechniker Dick Baxter nahm die analogen Masterbänder her und transferierte sie auf ein digitales Mastering. 1991, also ein Jahr später, erschien das Album dann auch in den USA. Es gab geringfügige Abweichungen beim Layout, beim Artwork. Gelegentlich Abmischungen waren kleine Unterschiede, aber im Wesentlichen bekamen die Amerikaner das gleiche Album geboten wie wir Europäer. Das Album war erfolgreich unter den Fans, aber auch insgesamt und löste natürlich eine Reihe von Wiederveröffentlichungen aus. Wir schauen uns mal ein paar wesentliche an. 1992 erschien eine japanische CD, 1998 gab es eine weitere Ausgabe mit einer etwas anderen, vielleicht besseren Pressung und im Jahr 2000 erschien auch eine spanische Ausgabe dieses Albums. Besonders für die Sammler interessant sind natürlich wie meistens die FTD Follow the Dream Ausgaben, so erschien im Jahr 2008 Elvis Sings Memphis, Tennessee. Und 11 Jahre später erschien die FTD Vinyl als Doppel-LP-Ausgabe. Besonders bemerkenswert an dieser Vinyl-Ausgabe von Elvis Sings Memphis, Tennessee ist die Tatsache, dass wir es hier mit einem analogen Mastering zu tun haben. Also anders als bei der Ursprungsausgabe The Lost Album For the Asking, wie auch von der CD-Ausgabe haben wir es hier mit einem analogen Mastering in den Abbey Road Studios in London zu tun. Insofern vielleicht die einzige Gelegenheit, diese Songs tatsächlich als Album mit Outtakes in einer analogen Form zu hören. Schauen wir uns mal den Inhalt dieses Albums an, die einzelnen Songs. Interessant dabei ist, dass die meisten, fast alle Songs tatsächlich für Elvis geschrieben wurden, so gesehen keine Coverversionen waren und Elvis hier wirklich derjenige war, der die Originalversion der Songs zum ersten Mal veröffentlichte, bis auf wenige Ausnahmen, ich werde gleich darauf zu sprechen kommen. Wenige Ausnahmen waren zum Beispiel der Song Witchcraft, ein Hit der Spiders, Vokalensemble, die 1955 den ersten und ursprünglichen Hit mit diesem Song hatten, der übrigens nicht zu verwechseln ist mit dem Song von Frank Sinatra mit gleichem Titel. Gibt es auch einen Song Witchcraft, der ja in diesem Fernsehduett von 1960 gesungen wurde, hat aber damit nichts zu tun. Well, witchcraft got me keep going down and down. Oh, witchcraft got me keep going down and down. Memphis, Tennessee, wir haben bereits darüber gesprochen, ursprünglich ein Chuck Berry-Klassiker, von ihm geschrieben und auch aufgenommen, also Elvis hatte hier die Coverversion. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Und Ask Me, ich habe es bereits erwähnt, ist die englische Version eines italienischen Liedes mit dem Titel Io. Diese drei Songs waren sozusagen Coverversionen, die Elvis zum Best gab. Der Rest des Albums waren tatsächlich Kompositionen, die entweder für ihn geschrieben wurden oder er die erste Fassung dieses Songs veröffentlichte. Über It Hurts Me haben wir vorhin auch bereits gesprochen. Da gab es eine Aufnahme vorher, die aber nicht veröffentlicht worden war. Eine Besonderheit gibt es bei It's a Long Lonely Highway. Wir haben nämlich 2 Takes von diesem Lied und Take 2 wurde als Albummaster verwendet, als Bonussongs auf dem Kissin' Cousins Soundtrack Album, während später der Take 1 als Single-Version als B-Seite auf Elvis Single I'm Yours aus dem Jahr 1965 erschien.
Die Single-Version bekommen wir auch, ebenso wie die LP-Version, auf den genannten Veröffentlichungen von Follow the Dream Records. Kommen wir zu kritischen Stimmen. Wie waren die Kritik zu diesen Songs? Nachdem das Album natürlich ursprünglich gar nicht als Album erschien, können wir uns eigentlich erst mit kritischen Stimmen, die sich nach dem Jahr 1990 zu dem Album geäußert haben. Und da war es so, dass das Album grundsätzlich gelobt, will nicht sagen gefeiert wurde. Dennoch gab es einige Einschränkungen. Zum Beispiel die, wie ich finde, großartige Ballade Love Me Tonight wird von vielen Kritikern eher als durchschnittlich angesehen, zu ähnlich zu anderen Elvis-Balladen. Ich schließe mich dem nicht an. Ich finde, es ist eine großartige Aufnahme, die Elvis hier hinlegt bei Love Me Tonight. Ein spannender Song, etwas düstere Atmosphäre, gefällt mir persönlich sehr gut. Ist natürlich wie immer Geschmackssache. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diesen Song und andere Songs des Albums findet. Insgesamt wurde das Album aber sehr positiv aufgenommen und heute sind FTD-Ausgaben Elvis Sings Memphis, Tennessee immer noch begehrt bei den Sammlern. Auch das Originalalbum, also die Veröffentlichung von 1990, ich kann es nur jedem empfehlen, wer diese Platte nicht hat, sie mal durchzuhören, gerade auch in ihrer Zusammenstellung. Man merkt, dass hier wirklich Elvis an einem großartigen Album gearbeitet hatte, das aber leider nicht veröffentlicht wurde zu seinen Lebzeiten. Kommen wir zum Fazit. For the Asking the Lost Album ist ein Compilation-Album, aber eben mehr als einfach eine nachträgliche Compilation. Es dokumentiert eine Phase, in der Elvis experimentieren wollte, Qualität abliefern wollte, während seine Plattenfirma jedoch andere Pläne hatte. Die Sessions zeigen einen auch stimmlich gereiften Elvis Presley, der in verschiedenen Genres versucht, sein Bestes zu geben. Popballaden, Country und Western, aber auch Rock'n'Roll-Anklänge sind in den einzelnen Songs zu hören und Elvis meistert, wie ich finde, alles großartig. Wir müssen berücksichtigen, dass Elvis zu dieser Zeit fast ausschließlich Soundtracks aufnahm und wenn wir mal die Soundtracks aus dieser Zeit mit diesem Album vergleichen, dann stellen wir fest, dass Elvis wesentlich mehr Engagement in diese Songs reinlegte. Also ihm war durchaus bewusst, dass es hier mit einer deutlich besseren Qualität zu tun hat als bei den meisten Soundtrack-Songs. Dank Crumpacker und Ernst Michael Jürgensen erhielt dieses Album endlich seine verdiente Chance, wenn auch 27 Jahre später, aber besser spät als nie. So endet diese Reise zu Elvis verschollenem, ja, man möchte fast sagen, Meisterwerk. Lasst uns diese Songs nicht irgendwie als Resteverwertung sehen, sondern als einen Schatz aus der Zeit, in der Elvis sich versuchte, von den Soundtracks wegzubewegen und Qualität abzuliefern. Und dabei nahezu unbemerkt ein Meisterwerk ablieferte. Ja, mich würde jetzt eure Meinung zu diesem Album interessieren. Schreibt in die Kommentare, was sind eure Lieblingssongs? Wie findet ihr die Zusammenstellung von diesem Album? Habt ihr dieses Album in Gänze schon mal gehört oder kennt ihr nur die einzelnen Bonussongs? Wie findet ihr die FTD-Veröffentlichungen? Viele Fragen an euch und ihr seid jetzt gefragt, das in die Kommentare reinzuschreiben. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart bei diesem Video. Nächste Woche wird es wieder ein neues Video geben. Bis dahin bleibt gesund. Ciao und Servus, euer Gerd. Long live the King. You like that, huh?